Heute ist der 29. 29. September 2025. Okay. Letztes Mal waren wir beim Talmud Emanuel. Es haben mir aber Leute 2 Fragen gestellt. Und da muss ich dich fragen, um da genaue Antwort zu haben. Und das eine, das wollte ich halt gerne vorziehen kurz. Und das eine war zu Edgar Cayce, weil du geschrieben hast, also du hattest geschrieben, meine Frage lautet also, wie passt, also dass er halt eben in der Lehre steht. Nach dem, was ich in der Lehre gelesen habe, lösen sich die Persönlichkeit und das materielle Bewusstsein des Menschen nach seinem Tod vollständig auf. Nur die evolutionären Werte, das Wissen und die Weisheit werden im Schöpfungsenergie Unterbewusstsein gespeichert und dann in einem zukünftigen Leben impulsiv genutzt. Der neue Mensch hat jedoch keinerlei Erinnerung an seine frühere Persönlichkeit und sein früheres Leben. Meine Frage lautet also, wie passt das zu jemandem wie Edgar Cayce, der angeblich detaillierten Zugang zu den vergangenen Leben von Menschen hatte? Er beschrieb Namen, Orte, Berufe und persönliche Erfahrungen aus sogenannten früheren Inkarnationen. Aber nach der Schöpfungslehre sollte das nicht möglich sein, da diese Persönlichkeiten nicht mehr existieren und der neue Mensch keine Verbindung zu ihnen hat und sich nicht an sie erinnert. Lassen sich Cayces Erfahrungen aus dieser Perspektive als Selbsttäuschung, unterbewusste Bilder oder vielleicht sogar als etwas Pathologisches erklären? Nach dem, was ich in Figo gelesen habe, behauptete Billy, dass Edgar Cayce ein Hellseher und kein Betrüger war. Ich wäre für eine Klarstellung dankbar. Ja. Das, was diesbezüglich vom Edgar Cayce gesagt worden ist, stimmt hinten und vorne nicht. Ganz einfach. Was er hingegen in Bezug auf Zukunft gesagt hat, das sind Sachen, wo er traummäßig, also Unterbewusstsein aufgenommen hat und traummäßig gesehen hat und hat können beschreiben. Aber das mit Sachen von früheren Leben, von früheren Persönlichkeiten, das stimmt nicht. Dass er die Fähigkeit hat, auf Erinnerungen zuzugreifen von anderen Menschen, dann es gibt weder eine Wiedergeburt, noch weiss irgendein Mensch irgendwelche Sachen von einem anderen Mensch, wo bereits gestorben ist, aus einem früheren Leben, also nichts kann eruieren und so weiter und so fort. Wie ein Mensch, der leben tut, weder in seinem früheren Leben etwas kann eruieren, erinnerungsmässig aufnehmen und so weiter und so fort. Wie eben auch nicht von einem fremden Menschen, von einem anderen Menschen, von einer anderen Persönlichkeit. Also all diese Informationen kann man im Grunde vernachlässigen bezüglich Edgar Cayce, ja. Aber was er über die Zukunft oder Vergangenheit gesagt hat, das ist schon von Interesse irgendwo. Ja, das sind aus der Vergangenheit Sachen, die bereits passiert sind, die aufgeschrieben worden sind unter Umständen oder mündlich überliefert worden sind und so weiter und so fort, wo er hat können eruieren, wo er hat können nachforschen oder sonst erfahren hat und so weiter und so fort, vielleicht telefonisch oder durch ein Gespräch mit einem anderen, das und dieses und jenes. Yeah. Aber in einem anderen Leben eingreifen, wo früher war, zum Erfahrungen oder Wissen dort holen, ist genau so unmöglich wie bei sich selber. Oder die Persönlichkeit, die früher gelebt hat, die aber jetzt einfach eine neue Persönlichkeit daraus erlebt, aus dieser Schöpfungslebensenergie.
Und es ist nicht die Schöpfungsenergie selber. Die Schöpfungsenergie selber tut nur beleben. Genau wie sie tut ein Tier oder sonst eine Lebensform beleben und so weiter und so fort. Und das, was evolutiv ist, das wird durch die Schöpfungslebensenergie wird das zustande kommen oder kommt das zustande, indem dass Impulse gesendet werden als physische Bewusstsein und das tut dann mit diesen unbewussten Impulsen, die der Mensch gar nicht selber wahrnehmen tut er dann mit dem Schaffen gedanklich und so weiter und so fort. Mhm. Du sagtest, er hat das mehr in Träumen gesehen, oder? Was der Gysi gebracht hat, was Zukunftssachen sind, das kannst du nicht sagen, das ist, wie soll ich sagen, ja, wie soll man dem sagen? Wie sagen es dem? Er hat das als Readings, also wie Lesen, aber so Eben, das ist so etwas Ähnliches wie eine Art ein Traum, oder? Wo er durch irgendwelche Vertiefungen, durch Meditation und so weiter hat können in einen Zustand kommen, wo er auch in Zukunft gesehen hat. Also, wie soll ich dir sagen, wo ahnungsmässig und so weiter, wo er gesehen hat, es kommt einmal das und dieses und jenes. Seine Ahnungen sind im Grunde nicht schlecht. Ja, die sind nicht schlecht, die sind gut gewesen, oder? Ja. Das ist absolut nichts dagegen einzuwenden. Ja. Ich hatte mal ein bisschen von Edgar Cayce gelesen, das ist auch schon so lange her, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Er beschrieb meiner Meinung nach, oder wenn ich mich recht entsinne, auch Ereignisse in der Vergangenheit, die ganz anders waren, als es in unserer Geschichtsschreibung ist. Also alles, was mit Außerirdischen zu tun hat, ist ja gestrichen. Die Vergangenheit von der Menschheit ist verlogen. Ja, ist ja die gesamte Geschichtsschreibung. Erlogen. Ja. Wo er und das hat als denkender Mensch musst selber drauf kommen, dass alles nicht stimmt oder 90% von dem, was behauptet wird, nicht stimmen tut, was erzählt wird. Das ist genau wie in der Politik ein Lug nach dem anderen. Mhm. Es wird dahergelogen, es wird verheimlicht und so weiter und so fort. Und es stimmt nicht. Es ist völlig anders. Ja, ja. Und wie anders das mag ein Mensch überlegen oder auf einem Mensch liegen, je nachdem, wenn er denken tut, kann er das dann so oder so oder so interpretieren. Es muss also nicht genau so gewesen sein, wie der Gysi gesagt hat. Das ist eine Annahme, die er einfach gemacht hat, wo er gedacht hat, das ist so und dieser und jener Weg. Es muss nicht so gewesen sein. Es kann so gewesen sein, ja, wie er zusammen gedacht hat. Ja, man sollte das mit Vorbehalt. Einfach mit Vorbehalt lesen. Aber ja. Aber und wenn du die Vergangenheit willst sehen, dann musst du in die Vergangenheit selber gehen, zum sehen, wie es wirklich ist, zu sagen, es ist so und so gewesen, wo du kannst sagen, es ist bestimmt so gewesen, es ist das Wort, es ist tatsächlich so gewesen. Und sonst ist es einfach eine Annahme. Ja. Was natürlich schwierig macht, wenn eben alles verfälscht und manipuliert wird. Das wird's in der Regel eben. Wenn etwas gesagt wird, dann wird's verdreht, so, diesen und jenen Weg. Das sehen wir auch bei uns.
das, was geschrieben ist, wird nachher verdreht, wird anders wiedergegeben. Es wird etwas anderes daraus gemacht, als das, was gesagt ist. Ja, auch selbst wenn man in der Zeit lebt, auch heutzutage, die meisten Leute, wenn die Wahrheit wüssten, Ja, die würden total schockiert Ja. und Ja. ja, traumatisiert sogar Ja. davon sein, was wirklich läuft. das ist jetzt, das habe ich ja nicht gewusst, oder? Das habe ich erst jetzt erfahren, dass der Orleans mit seinen Leuten, also 2 oder 3 Leute, in die Vergangenheit gereist sind. Über Jahre hinweg haben sie nachgeforscht, was wirklich sie ist in meinem Leben. In deinem Leben? Und da haben sie das jetzt gebraucht dazu. Es ist nicht von heute auf morgen gegangen. Ich habe vor allem zusammen nichts gewusst. Ja, dass sie das erforscht haben, meinst du? Da habe ich nichts gewusst davon. Ja, das ist interessant für sie. Alter. Und was da gegangen ist, das ist haarsträubend. Ja, da kommt... Wie das wirklich gelaufen ist, dass man mir auf die Bälle gelegt hat und mich heute noch umbringen wegen und alles zusammen und das, oder? Da kommen wir gleich zu. Genau dazu wollte ich dich nämlich auch noch was fragen. Es geht dann im Talmud Emanuel weiter. Aber mich hat noch jemand was ich auch schon dich lange fragen wollte. Das ist aus dem Arad Atasata. Ja. Nochmal eine Frage. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Und zwar lese ich das besser vor, dass die Leute da auch dann besser reinkommen. Und habe ich Schwierigkeiten zu verstehen und das geht eben vielen so. Und deswegen, das ist, ich lese das jetzt aus der englischen Ausgabe vor, Seite, aber auf Deutsch halt, den deutschen Text, Seite 271 ab Satz 311. Denken erzeugt Energie von ungeheurer Kraft. Es wird jetzt ein bisschen länger, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass ich das alles vorlese. Jeder Gedanke sendet energetische Wellen höchster Intensität aus. Das heißt, die Gedanken selbst strahlen sich als ungeheure Energiewellen aus, die in bisher unmessbar hohen Frequenzen fundieren. Sie verlassen das Gefüge ihres Ursprungs, jagen hinaus in die unendlichen Weiten des Universums, ungehemmt und unhaltbar, um Wirkungen und Bedingungen zu schaffen, ganz ihrer Art gemäß. Je nach Gedanke jagen sie als unsichtbare oder aber gigantische Macht des Lichts und der Finsternis davon, sich an anderen gleichartigen Gedankenenergien weiter aufladend und stärkend, die ebenfalls die Weiten des Universums und des Äthers durcheilen. Haben sie ihre äußerste Reichweite erreicht, dann suchen sie sich ihren Weg zurück, wobei sich ihre Energieform aber wandelt, und zwar in eine stärkere und gewaltigere. Weiter mit Satz 318. Dies durch das Anziehen wie durch einen Magneten. Das Positive zieht aber automatisch auch das Negative an und das Negative das Positive. Und die letztlich entstehende Energieform kehrt schließlich als geballte, ungeheure Macht zurück, dem Gedankenaussender Vernichtung oder Leben bringt. Dabei ist jedoch bei diesem Vorgang der Umstand zu beachten, dass für den Menschen etwas sehr Eigenartiges geschieht und ihm besondere Aufmerksamkeit abfordert. Wie bereits erwähnt, tritt hier nämlich das Naturgesetz des Magnetismus in Funktion. Ein Magnet verfügt über 2 verschiedenartige Pole, negativ und positiv. Auch seine Funktion muss verstanden werden, wenn mit ihm gearbeitet werden soll. Der Pluspol, positiv, vermag nur Negatives anzuziehen, während der Minuspol, negativ, alles abstößt, wenn dieses alles nicht positiv ist. Wenn daher an früherer Stelle gesagt wurde, dass ausgestrahlte böse oder negative Gedanken, Sorgen und Unzufriedenheit und so weiter mit bumerangartiger Wirkung zurückgeschleudert werden, wobei sie unweigerlich wieder den Gedankenaussender mit verheerender Wucht treffen, was auch mit guten und positiven Gedanken,
jedoch nur mit guter Wirkung ebenso vor sich geht, dann ist dies also richtig zu verstehen, und zwar wie folgt. Naturgemäß wird ein ausgestrahlter Gedanke, ob böse, negativ, gut oder positiv, genauso wieder zurückgeschleudert, wie er ausgesandt worden ist. Nur ganz ungeheuer verstärkt und in seiner Energieform also verändert in eine stärkere Form, die dann als negativ oder positiv bezeichnet wird, je nach deren Ursprungsart. Zu beachten ist, dass die Kräfte also verstärkend umgewandelt werden, da naturgemäß das Lernen müssen des Bewusstseins in jeder Beziehung immer im Vordergrund steht. Wenn daher von einer bumerangartigen Wirkung die Rede ist, dann ist das so zu verstehen, dass der Bumerang weggeschleudert und nach seinem Rückflug wieder aufgefangen wird. Der Bumerang stellt in diesem Fall als Beispiel die Gedanken dar und die Kraft des Schleuderns ganz einfach die Kraft der Gedanken respektive ihre Form im Negativ oder Positiv, also die Form der Gedankenaussendung. Kommt der Bumerang zum Werfer zurück, fängt er also denselben Bumerang, in Klammern Gedanken, wieder auf, den er weggeschleudert, in Klammern ausgesandt hat. Nur jedoch sehr verstärkt. Die Kraft, nämlich die den Bumerangwerfer, Gedankenaussender, beim Auffangen des wiederkehrenden Bumerangs Gedanken trifft, hat sich durch den Rückflug geändert, umgewandelt, nämlich in eine schlagende Kraft, Gedanken wiederempfangen, in Klammern. So bleibt die Materie des Bumerangs, in Klammern Gedanke, also dieselbe, während sich die Schleuderkraft, Gedankenaussendekraft, in eine Rückschlagkraft, Gedankenrücksendekraft, in Klammern, umwandelt. Während also das Wegschleudern des Bumerangs nur physische Kraft, Zielsicherheit und keine Schmerzen erfordert, so bedingt das Wiederauffangen des Bumerangs beim Rückflug große Geschicklichkeit, Mut und das Inkaufnehmen des nicht zu übersehenen Schmerzes beim Schlag des Auffangens, wenn der Auffang nicht korrekt ausgeführt wird. So wandelt sich also die schleudernde Kraft in eine schlagende Kraft um, während der Bumerang selbst in seiner Materie unverändert bleibt. Diesem naturbedingten Beispiel vorangehend arbeiten auch die menschlichen Bewusstseinskräfte auf derselben Linie und nach dem gleichen Prinzip. Wird also folglich ein positiver Gedanke ausgestrahlt, dann wandelt er sich in seiner Kraftform um und trifft den Gedankenaussender in verstärkter Form wieder, was als negativ bezeichnet wird. So geschieht es aber auch bei der Aussendung eines negativen Gedankens, der dann den Gedankenaussender in verstärkter Form trifft, was als positiv bezeichnet wird. Als Paradoxum erscheint, ist es in sich selbst jedoch kein solches, denn der ganze Vorgang ist völlig logisch, korrekt, naturbedingt und nach schöpferischer Ordnung und schöpferischen Gesetzen geartet. Das Bewusstsein benötigt das Positive genauso wie das Negative, folglich also ein Weg beschritten werden muss, der das Positive wie das Negative gewährleistet. So ist es also zwangsbedingt, dass auf eine negative Gedankenaussendung ein stärkerer Gedanken- und Kräfteempfang erfolgt, was somit auch in der umgekehrten Form ebenfalls zutrifft. Zwangsläufig und naturgemäß muss also für das Gute das Böse, für das Böse das Gute, sowie für das Positive das Negative und das Negative das Gute geerntet werden, das dann je nach seiner Art verarbeitet und ausgewertet werden muss. Das Wiederempfangene bedeutet neuen Arbeitsstoff für das Bewusstsein und die Gedanken. Böses und Negatives wird wieder in Gutes oder Positives und Gutes wieder in Negatives, in Böses umgewandelt durch die stetige Gedankenarbeit. Würde für Gutes oder Böses nur Gutes oder Böses und für Negatives und Positives nur Negatives und Positives geerntet, dann würde automatisch der Gedankenstoff ausgehen und das ganze Denkvermögen würde plötzlich brach liegen. Ja, um sich Ja. jedoch bewusstseinsmäßig fortentwickeln zu können, dazu ist diese Art der Gedankenrückschleuderung notwendig. Wird Gutes oder Positives ausgesandt, wird Böses oder Negatives dafür geerntet. Dieses Böse oder Negative aber wird wiederum durch die Gedankenarbeit in Gutes oder Positives umgewandelt, also zum brauchbaren Gut verarbeitet, das wiederum verwertet werden kann. Mhm.
Ja, und was ist jetzt da unklar dabei? Ja, das ist, da könnte ich sagen, boah, da schleudere ich nur negative Gedanken aus, dann kommt nur das Gute zu mir zurück. Ja, das ist normalerweise sehr weg, tatsächlich. Du musst mal die Sache so anschauen. Du hast irgendeinen Gedanken, dass du dem und dem Mensch helfen tust, der in der Klemme ist. Also ein positiver Gedanke, dass du dem helfen tust. Oder? Das ist das, was in erster Linie bei dir kommt. Dem muss ich helfen. Mhm. Und das Negative kommt von ihm retour. Nicht einfach Danke sagen, sondern will er sich dir wiederum erkenntlich zeigen. Und das bedingt, dass er irgendetwas tut für dich, wo von sich aus auch das Positive ist, also gegenüber dir irgendetwas machen tut, wo du nicht willst. Es ist also für dich negativ. Dann du erwartest ja keinen Dank dafür. Und der Dank, den er dir aber entgegenbringt, ist negativ. Ist aber in Wirklichkeit verstärkt das, was du machen tust, was du aussenden tust, also dieses Positive, wo er auch Positives macht und zurücksendet, dich treffen tut. Für dich ist es aber negativ. Mhm. Ich weiss nicht, wie man das anders erklären soll. Vielleicht sehe ich das falsch, aber ich verstehe das so ein bisschen, dass um evolutionieren zu können, braucht man auch immer wieder neue Herausforderungen. Ja, natürlich. Und dass eben, wenn man sich zum Beispiel, wie du jetzt sagst, man hilft dem und er könnte ja zum Beispiel auch vollkommen undankbar reagieren. Richtig. Ne? Und sogar aggressiv Das zum Beispiel. ist auch wieder möglich. Und das ist das dann die nächste Schritt, die nächste Hürde ist, Ja. Damit umzugehen, Ja. wenn jemand undankbar zum Beispiel ist. Richtig. Das ist ja auch eine negative Reaktion. Das ist die andere Möglichkeit, Ja, wo direkt Negatives daraus entsteht tut. ja, Das kommt aber auch verstärkt wieder zur Geltung. Es ist also stärker als das, was du aussenden tust. Das Negative kommt dann retour und bringt dir Schaden unter Umständen. ja, Oder? Es tut sich praktisch verstärken. Ums Doppelte, das Dreifache oder das Zehnfache, je nachdem, was es ist. ja. Das ist halt bei mehreren Menschen sehr weg. In der Wirklichkeit, wenn es richtig funktionieren tut, dann verhalten sie sich auf die Art und Weise, dass es retour kommt, das, was du aussenden tust, auf die gleiche Art retour kommt, nur verstärkt, also stärker als das, was du dann machst. Dann der Gedanke ist alleine der Gedanke ist Macht. Da kannst du Materie bewegen, kannst und so weiter und so fort, oder? Ja. Wenn du einen Gedanken zu einem anderen Menschen aussenden tust, eben in Form von einer Hilfe, oder? Wo du einfach eine Ratgebung ist und so weiter und so fort. Und er bezahlt dich da dafür. Ja. Dann hast du wieder eine negative Reaktion, obwohl sie für die andere Seite sehr positiv ist. Ist also noch stärker, als dass sie du aussenden tust. Sie wird stärker durch das, was Gab an dich
gerichtet wird. Für dich ist es aber negativ, aus dem Grund raus, weil du das nämlich gar nicht willst. Ja. Weil du für deine Hilfe nicht willst gezahlt werden. Du gibst deine Hilfe, weil du denken tust. Du willst helfen, du willst Gutes tun. Oder? Das wird also falsch verstanden. Und du leidest ja dann darunter. Für das, was du Gutes tust. Dann, wenn du einen Dank bekommst für das, dann trifft dich das irgendwie. Ja. Also in deinen Gedanken oder wo du dann Gefühl daraus machst und dich unter Umständen nicht gut fühlst für das, wo du Hilfe geben willst, wo man dir auch Hilfe geben. Oder wo dir Danke sagen auf eine Art und Weise, wo es für dich zu viel ist, oder? Wo es einfach ein Dankeschön genügen würde, dir zum Beispiel ein Laib Brot gibst, oder weiss ich was. Also, du schreibst ja, dass man sich um ein neutral positives Denken bemühen sollte. Ja. Eben. Da wird aber das neutral positive Denken wird aber auf die Art, dass auf der anderen Seite nachher etwas retour kommt, wo du nicht willst, so Sau gemacht. Ja, genau. Eben auch du bemühst dich ja eben, um die Wahrheit zu verbreiten. Und Ja. als Dank versuchen sie dir das Licht auszuknipsen. Ja, genau. So, also sehr negativ. Ja. Andererseits hat sich auch aber in Wirklichkeit ist es eine Verstärkung von dem, wo du aussendest, nur hat sie sich gewandelt in eine andere Form und kommt verstärkt retour. Ja, dem kann ich folgen. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, Kontrolle über sein Leben zu bekommen, nicht und zu formen. So, ja. Du schreibst ja auch, dass wenn man sich ein Ziel setzt und seinen Willen drauf ausrichtet und auch seine Energie immer und Gedanken immer mehr darauf ausrichtet und auch dafür schafft, dass sich das dann, es nur eine Frage der Zeit ist, bis das sich manifestiert. Ja, dann tut es sich verstärken. Ja. Und es wird immer und immer stärker. Genau, diese Kraft wird immer stärker, dass es sich manifestiert. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Das kannst du ja nicht vorausberechnen, das auf ist welche klar. Art und Weise es sich verstärken tut. Das kann das ergeben, kann dieses ergeben, kann jenes ergeben. Daraus raus. Ja. Und das, was positiv dann kommt, kann unter Umständen, so wie der Mensch auf der Erde denkt, kann es plötzlich ins Negative umschlagen. Ja, genau. Wie auch in der KG, ne? Dass Leute erst enthusiastisch mit dabei waren und nachher sind sie gegangen. Ja. Oder eben auch generell auch andere. Ja. Wo ich Schwierigkeiten habe, das zusammenzubringen ist, auf der einen Seite verstehe ich das schon mit diesem, wie sich das wandelt und und positiv, negativ und so weiter. Dass das dann nachher alles anzieht von Energie und sich verstärkt und dann eben auch, wie die Schöpfung sich expandiert und nachher wieder kontrahiert, so ist das auch mit diesen Gedankenenergie. Ja. Ja, und genau so, wie wenn du etwas Positives denkst, etwas Positives erarbeiten tust, um einem anderen Menschen zu helfen. Das passt ihm zum Beispiel nicht, oder?
obwohl es sehr positiv ist, dann fasst er das durch sein Denken als negative Sache auf, weil du seiner Meinung nach, du willst dich in seine Sache einmischen und er wird zornig dagegen, er wird sogar wütig dagegen und so weiter und so fort. Da kann sich genauso das Positive ins Negative wandeln. Dies Ja. Positive kann eine negative Wirkung beim anderen auslösen. Ja. Was ich jetzt weniger verstehe, wie sich dann das Negative in das Positive wandelt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, da ist jetzt zum Beispiel jemand, liegt auf dem Bürgersteig und anstatt dem zu helfen, gehe ich halt vorbei. Ja, Habe ich nicht geholfen, Ja. eher negativ. ja, Obwohl es offensichtlich ist, dass der Hilfe bräuchte. ja. Wie wird da was Positives draus? Obwohl ich jetzt eine konkrete Entscheidung treffe, ne, dem helfe ich nicht, den lasse ich liegen, obwohl ich es gesehen habe, dass der Hilfe bräuchte. Ja. Zum Beispiel durch das, dass du, was logisch ist, vom Nächsten angehalten wird, wo es der beobachtet wird und fragt, wieso tust du dem nicht helfen? Und dann fängst du an zu denken und tust dein Denken umkehren, oder? Und machst genau das, was dann richtig ist. Mhm. Oder alleine dein Denken schaltet auf die Art und Weise, wieso habe ich jetzt dem nicht geholfen? Fängt da deine Gedanken rotieren und du gehst retour und hilfst dem. Ja. Weißt du, der Mensch da auf der Erde ist kompliziert. Er tut nicht so denken, wie es notwendig ist. Er tut erst nachher denken, wenn irgendetwas geschieht, wenn irgendetwas passiert. Das ist die Regel. Und in der Regel tut er immer konträr denken. Statt dort, wo es positiv muss sein, tut er negativ denken, dort, wo es negativ soll sein, wo er etwas nicht machen tut, wo Schaden bringen kann, macht er aber. Ja, wir sind ja Barbaren, das ist ja, Ja, du sagst dem. Aber das ist einfach zu erklären. der Mensch da auf der Erde, er ist praktisch ein Barbar, Ja. wenn du den Ausdruck willst brauchen. Ja, Er tut nicht richtig denken, er tut für sich denken oder nur für sich denken. Er tut nicht im Allgemeinen denken, für die Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit ist nicht nur die Menschheit, das ist auch die ganze Fauna und Flora. Es ist die ganze Schöpfung. ja. Und für das sollte der Mensch denken. Und dann würde alles schön funktionieren, so wie es muss. Ja. Das tut er aber nicht. Nein. Er denkt, in der Regel denkt er nämlich egoistisch, Ja. der Mensch. Nur für sich allein, dass es ihm gut geht. Der andere kann verrecken nebenzu. Oder? Ja. Nochmal darauf zu kommen. Auf der einen Seite, also dein Beispiel ist dann nämlich sehr gut. Du schreibst die Wahrheit und sehr negative Reaktionen. Richtig. Viel, ne? Also, Weil es den anderen nicht passen tut. Ja. Oder? Weil sie nämlich im Untergrund von ihrem Unterbewusstsein genau das definieren können, was es wirklich bedeutet, was gesagt wird.
Und das, was dann wortmässig gesagt wird, ist genau das Gegenteil von dem, was bei Mensch im Unterbewusstsein lauern tut, nämlich der Egoismus Ja. und die Feindschaft Ja. und der Hass und alles Böse. Ja. Aber trotz all dieser negativen Reaktionen hat es sich trotzdem manifestiert. Ja. Also es ist ja hier, es ist aufgebaut, das Center. Und zwar kleiner Verein, Ja. aber eben schuldenfrei und ja, nicht reich, aber florierend im Kleinen, kann man Ja. sagen. Mhm. Insofern hat sich das ja dann doch manifestiert, was angestrebt war, trotz dieser vielen Negativität. Und jetzt ist es eben, wir haben gerade, also viele eben in der Welt haben, nicht nur in der FIGO, haben halt Hindernisse oder Probleme. Ja. Und die werden immer größer. Ja. Genau. Es ist einfach so, der Mensch tut in seinem Charakter etwas aufbauen, wo konträr zu der Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist friedlich, ist angenehm, ist gleich für alle, für alles, und alles für jedes, oder? Aber der Mensch auf der Erde ist ein Egoist und er sieht immer nur Vorteil für sich. Er sieht nicht, dass Vorteil zum Beispiel für den Grashalm ist oder für den Baum ist, oder für das und dieses und jenes Tier oder Getier oder sonst eine Lebensform oder so und so weiter und so fort. Er sieht grundsätzlich dann, wenn es darauf ankommt, nur sich selber und Selbstdruck dann führen. Ja, was ich eigentlich, glaube ich, fragen will, ist sozusagen, viele überlegen, wie kann ich sozusagen ein glückliches Leben für mich kreieren. Ja. Und ja, Das beim Mensch auf der Erde geht's da drum. beim Zumindest in heutiger Zeit. Ja, Jeder Mensch will Millionär werden. ja, Oder? Es geht nur da, Reichtum haben, gut leben zu können und so weiter und so fort. Und nicht etwas in Kauf nehmen, wo ihm selber schwer fällt, dass er wie soll ich sagen, dass er schwer damit durch muss, dass er muss arbeiten dafür und so weiter und so fort. hm. Oder? Auch das Gedankenwälzen ist ein Schaffen. Oder? Ja, also nachzudenken. Und, ja. Und das wird heutzutage wird das nur noch selten gemacht. Es wird nur noch ein Gedankengewälz ramschen, zusammenramschen, reich werden und so weiter und so fort. Der andere kann, Zürichdeutsch gesagt, verrecken nebenzu. Ja, Wenn du zum Beispiel Nomaden nimmst, Mietnomaden, weisst ja, was Ja. Mietnomaden sind. Die schauen nur für sich, richten Schaden an, weiss ich für wie viel 1000 Franken in einer Wohnung, es ist ihnen wurscht, egal. Wichtig ist, dass sie können, so lange wie möglich dort hocken und ihre Dings durchführen, alles kaputt machen und so weiter und so fort. Nicht denken für die anderen, kein Jota, nur für sich selber. mhm. Also es ist schon richtig, man versucht, oder es sollte sich um neutral positives Denken bemühen. Richtig. Und wenn man sich ein positives Ziel setzt oder generell was schaffen will, ob man ein Produkt erstellt oder eine Dienstleistung und darauf hinarbeitet, dann wird sich das dann auch manifestieren. Ja, das tut sich dann
bei sich selber einmal positiv auswirken. Ja. Oder? Was du dann positiv aussenden tust, kommt dann wieder positiv für dich retour in verstärkter Art und Weise, dass es dir dann wohl ist und gut geht. Ja. Oder? Aber man muss halt erst durch diese ganzen Hindernisse durch, was natürlich wieder negativ ist. Richtig. So wie hier auch. Das hast gab ja viele keine andere Hindernisse. Wahl. Du lebst da auf der Erde und das ist auch auf anderen Planeten, bei anderen Menschheiten, auf anderen Welten, ist genau das Gleiche. Ja. Oder? Im mehr oder weniger im gleichen Rahmen oder weniger im gleichen Rahmen oder stärker im gleichen Rahmen, je nachdem. Oder? Aber jede Menschheit hat auf jedem Planet seine Probleme, die es muss bewältigen muss. Oder? Dass es endlich das wird, was es muss. Zum Beispiel das, was Plejaren haben, jetzt seit etwas mehr als 52.000 Jahren, haben sie jetzt das erreicht, wo notwendig ist, wo der Mensch richtig leben tut. Frieden hat, Ja. Freiheit hat und sich kann entwickeln, oder? Ja, und kein Geld mehr, ne? Ja. Das Ja. Das ist schon ein großer evolutionärer Schritt. Ja. Und das, was da gemacht wird wegen dem Geld, das ist völlig ein Mumpitz, das ist schadhaft wie nicht gerade etwas anderes, oder? Das Geld kannst nicht auf die Art und Weise abschaffen, wie das gemacht wird, durch das, dass der Mensch gefoltert wird, gestraft wird.